Hallo Freunde und willkommen bei Arnatex. Im heutigen Video geht es um das Thema Backups. Ob eine Festplatte den Geist aufgeben wird oder nicht, ist eigentlich keine Frage. Die Frage ist eher, wann wird das passieren und ob man da zu dem Zeitpunkt ein Backup hat. Hat man nicht vorgesorgt, sind die Daten meistens unwiderruflich verloren. Die wertvollen Momente, Fotos, Videos, Erinnerungen sind dann futsch. Backup-Lösungen gibt es wie Sand am Meer am Markt. Kostenlose, kommerzielle und alles dazwischen. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Ich möchte euch heute eine kostenlose Lösung vorstellen, die eher aus dem Business-Bereich stammt, die euch nicht permanent daran erinnert, dass ihr die kostenlose Version habt und auch nicht mit Werbung vollkleistert. Die Lösung heißt Veeam. Genauer gesagt Veeam Agent for Windows. Vielleicht kennt der eine oder andere. Ich möchte euch diese Lösung heute vorstellen und zeigen, wie ihr die auf eurem Laptop, auf eurem Computer in Einsatz nehmen könnt. Starten wir mal mit der Installation. So, ich habe hier meine VM, die ich für das letzte Tutorial installiert habe. Die ist eigentlich so, wie ich die damals hinterlassen habe. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe noch Google Chrome installiert, damit wir einen Browser haben. Und wie ihr jetzt zu Veeam kommt, ist ganz einfach. Ihr macht ein Browserfenster auf und tippt rein Veeam Agent for Windows. Download. So, da ist man schon beim ersten Resultat richtig. Das tun wir mal weg. Jetzt herunterladen. So, da sieht man, dass das aus dem Business-Bereich kommt, nämlich man wird nach dem Unternehmen und der Telefonnummer gefragt. Der Hintergedanke dahinter ist, weil es ja kostenlos ist, dass Veeam an die Kontaktdaten von Unternehmen kommt und dann später vielleicht die Möglichkeit hat, die vollwertige Software zu verkaufen. Das ist uns aber wurscht. Wir können hier trotzdem die Software auch ohne Unternehmen und auch ohne Telefonnummer herunterladen. Man kann hier irgendeine Telefonnummer und irgendeine Firma angeben. Also man muss halt die E-Mail-Adresse ausfüllen. Es muss eine korrekte E-Mail-Adresse sein, weil ihr werdet danach einen Bestätigungscode bekommen. Ihr könnt versuchen, ob ihr so Throwaway Mail-Account, können wir ja einmal durchspielen. Wenn ihr nicht eure Mailadresse angeben wollt, könnt ihr so eine Throwaway Mailadresse verwenden, um die Software herunterzuladen. So, schauen wir mal, ob ich da jetzt Mailadresse bekomme. So, Max Moritz, Telefon aus Österreich, Unternehmen, meine Company. So, schauen wir mal. Also das ist nicht mandatory, da kein Sternchen, kostenloser Download. So, das passt. Jetzt schauen wir mal, ob die Mail hier auch angekommen ist. Genau, ist angekommen 73474. 73474. So, also wenn ihr unbedingt nicht wollt, dass ihr eure eigene Mailadresse dort angibt, weil ihr Angst habt, dass euch Veeam mit Mails zukleistern wird, dann könnt ihr halt so eine Throwaway-Mailadresse verwenden, die nur temporär im Einsatz ist, bis ihr das habt, was ihr für das Herunterladen der Software benötigt. So, und jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal Veeam Backup and Replication. Das ist so eine vollwertige Backup-Lösung mit Verwaltung, die ihr in Einsatz nehmen könnt, falls ihr mehrere Rechner habt, die ihr sichern wollt und diese zentral verwalten möchtet. Wir sind heute aber eher an dem Veeam Agent for Windows interessiert, dem kostenlosen Agent. Tun wir mal herunterladen. Accept. So, das lädt sich jetzt herunter, das geht auch relativ zackig. So, ist heruntergeladen. Ich habe das vorhin schon einmal heruntergeladen zum Testen. Das ist da im Downloads-Verzeichnis. So, jetzt tun wir mal das installieren. Next. Lizenz akzeptieren. So, die Software ist jetzt installiert und im ersten Step müssen wir ein Veeam Recovery Medium erstellen. Das ist eine Boot-CD, mit der ihr das System wiederherstellen könnt. Dort sind halt alle Treiber vorhanden, die euer System benötigt, um wiederhergestellt zu werden.
Machen wir das mal. So, an dieser Stelle habt ihr jetzt zwei Optionen. Ihr könnt entweder einen USB-Stick anstecken und dort das Recovery Medium gleich erstellen, oder ihr könnt das Recovery Medium auf eine ISO-Datei speichern und diese dann irgendwo sicher ablegen. Die Wahl überlasse ich euch. Ich mache das immer so, dass ich die ISO-Datei auf meiner NAS speichere, weiß, dass die dort ist, und bei Bedarf verwende ich Rufus, um aus der ISO-Datei einen USB-Stick zu erstellen. Der Hintergrund ist folgender: USB-Stick geht schnell mal verloren und ist bei Bedarf dann nicht mehr auffindbar, oder man überschreibt den USB-Stick, weil man halt schnell irgendetwas speichern möchte oder für irgendwas anderes benötigt. Und wenn mal die Festplatte hin ist und man das Backup benötigt, hat man nicht mehr die Möglichkeit, an das Recovery Medium heranzukommen. Wenn ihr das jetzt an dieser Stelle nicht macht, könnt ihr das Recovery Medium auch zu späterem Zeitpunkt erstellen. Wichtig ist halt nur, dass das Betriebssystem, auf dem Veeam installiert ist, halt noch in Ordnung ist und ihr dort halt das Medium erstellen könnt. Wenn die Festplatte futsch ist und dann nichts mehr funktioniert, kann man auch kein Recovery Medium erstellen. Also, für das Tutorial werde ich gleich einen USB-Stick erstellen. Ansonsten, wie gesagt, bevorzuge ich, dass ich da das Medium auf ein ISO lege und dann auf meine NAS kopiere, wo es dann sicher aufbewahrt wird. So, haben wir das geklärt. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, falls das Backup verschlüsselt ist, falls ihr es verschlüsseln möchtet, dass auch gleich der Entschlüsselungskey mitgespeichert wird auf das Backup. Wenn ihr das anhackelt, werdet ihr dann auch aufmerksam drauf gemacht. Pass auf, ist das sicher? Backups können ohne Kennwort wiederhergestellt werden. Das ist vielleicht blöd, falls ihr die Daten irgendwo hin sichert, auf die auch jemand anderer Zugriff hat. Also wohl überlegt sein. Ich hackel das mal weg. Klicken wir mal auf Next. So, im nächsten Fenster werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass unser USB-Stick formatiert wird, dass alle Daten darauf gelöscht werden. Das passt für mich. Klicke auf Yes und Create. So, das dauert jetzt einen Augenblick, bis unser USB-Recovery-Medium erstellt worden ist. Bei Bedarf also, wenn es zu einem Notfall kommt und die Festplatte hinüber ist, nachdem ihr eine neue Festplatte in euer Gerät installiert habt, könnt ihr dann über diesen USB-Stick das Recovery starten und euer Backup wiederherstellen. So, das Recovery-Medium ist eigentlich fertiggestellt, hat so etwa 2 Minuten gedauert. Klicken wir mal hier auf Finish. Und ja, jetzt kann ich den USB-Stick irgendwo sicher ablegen oder, wenn ich eine ISO-Datei erstellt habe, irgendwo hin kopieren, wo es dann sicher aufbewahrt wird. Wichtig halt, nicht direkt auf dem Gerät aufbewahren, weil wenn die Festplatte hin ist, bekommt man das ISO auch nicht mehr. So, jetzt im nächsten Schritt können wir die Sicherungen konfigurieren. In der Taskleiste haben wir hier so ein kleines Icon, Backup Settings are not configured. Dann klicken wir mal hier drauf und sagen Backup, Configure Backup. So, dann warten wir einen Augenblick. Und jetzt können wir unsere erste Richtlinie erstellen, wie wir eigentlich sichern möchten. So, dann sage ich hier Backup von Arnatex Laptop. Next, Backup Mode. So, jetzt kann man sagen Entire Computer, Volume Level Backup oder File Level Backup. Man kann ein bestimmtes Volume sichern, zum Beispiel nur die C-Festplatte oder nur die D-Platte oder C und D, aber nicht D. Da kann man halt wählen. Man kann den ganzen Computer sichern mit allen Laufwerken. Man kann auch die externen USB-Laufwerke mit einbeziehen, die eventuell angesteckt sind. Oder man kann File-Level-Backup erstellen. Beim File-Level-Backup kann man kein System wiederherstellen. Man kann einzelne Dateien wiederherstellen, die man vielleicht aus Versehen gelöscht hat. Ich präferiere entweder Entire Computer oder Volume Level Backup. Für unseren Test werde ich Entire Computer wählen, weil ich halt nur eine Festplatte habe, die C-Festplatte bei diesem Rechner. Habt ihr mehrere Festplatten, könnt ihr hier wählen, ob ihr alles sichern wollt oder halt nur die Systempartition. Drücken wir hier auf Next. Jetzt können wir hier wählen, wo wir das Backup sichern möchten. Wir können ein lokales Storage wählen, eine zusätzliche Festplatte, die auf eurem Rechner vorhanden ist, auf die ihr sichern möchtet, oder eine USB-Festplatte, die ihr an euer Gerät angeschlossen habt. Das ist eher so die gängigste Variante, die man wählen kann, halt eine externe Festplatte,
die ihr habt für die Sicherungen. Die sind halt heutzutage sehr günstig zu haben und kein Vergleich zu dem, wenn man die Daten verloren hat. Oder ihr könnt ein Shared Folder wählen. Das kann eine NAS sein, die in eurem Netzwerk vorhanden ist. Idealerweise RAID gesichert mit mehreren Platten, so dass wenn eine Festplatte ausfällt, dass ihr da halt immer noch die Sicherung habt und auf der sicheren Seite seid. Ich werde hier für den Test ein Shared Folder wählen. Das muss nicht unbedingt halt eine NAS sein, das kann auch ein zusätzlicher Rechner in eurem Netzwerk sein mit einer Shared Folder Freigabe, je nachdem, was ihr in eurem Netzwerk habt. Ihr müsst es wissen. Wichtig zu wissen halt, ihr habt zwei Möglichkeiten hier, die ihr lokal verwenden könnt und eine dritte Lösung, die Geld kostet, wie im Backup Repository. Ihr könnt Münzen einwerfen und dann auf Veeam Server sichern. So, Shared Folder für unseren Test. Und dann wähle ich hier meinen Shared Folder. Ich brauche Anmeldedaten. Ich habe mich bei der IP-Adresse vertan und jetzt können wir auf Populate klicken, um zu schauen, ob das funktioniert. So, ich sehe schon, der freie Speicher ist jetzt ausgelesen und ich sehe, wie viel Gesamt ich habe und wie viel noch frei ist. Hier unten können wir wählen, wie viele Backups wir aufbewahren wollen. Hier sind 7 Tage voreingestellt. Man kann sagen, je nachdem, wie viel freien Speicherplatz man hat, wie viel man haben möchte. Meistens lasse ich das so auf 7 Tage, weil falls ich dann drauf komme, nach ein paar Tagen, dass ich irgendetwas gelöscht habe, was ich eigentlich hätte brauchen können, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Und Advanced kann man halt noch sagen, Create Active Full Backup Periodically. Das erstellt ein komplettes Backup periodisch mit allen Daten. Ansonsten wäre das so ein partieller Backup, wo halt nur die Differenz zwischen dem letzten vollen Backup und dem Tag, an dem ihr sichert, gespeichert wäre. Also nur Delta Backup. So ein Unterschied. So, man kann hier periodische Health Checks machen, Storage-Optimierung, Komprimierung und man kann das Backup hier an dieser Stelle verschlüsseln. Aufpassen, wenn ihr das Backup verschlüsselt, ohne das Kennwort, könnt ihr es nicht mehr wiederherstellen. So, ich lasse das mal alles auf Standard, klicke auf Next. Jetzt können wir eine Schedule wählen, einen Zeitplan, wo und wann wir das sichern möchten. Am besten wäre es zu einem Zeitpunkt, wo das Gerät auch tatsächlich eingeschaltet ist. Es hilft nichts, einen Zeitplan zu erstellen mitten in der Nacht, wenn das Gerät zu dem Zeitpunkt aus ist und das Backup nicht geschrieben werden kann. Ich mache das immer so, dass ich das in der Früh mache, so gegen 9 Uhr. Wenn ich anfange zu arbeiten, dann läuft das im Hintergrund für eine gewisse Zeit. Meistens ist das sehr schnell durch, weil nur die Delta-Backups geschrieben werden, also der Unterschied zu dem vollen Backup. Und ja, ein bisschen Performance-Einbußen ist dabei, aber jetzt nichts Drastisches, sodass das Gerät dann komplett unbrauchbar ist, während das Backup geschrieben wird. Also ich setze mal hier täglich um 09:00. Wann ihr das machen wollt, an welchen Tagen und zu welchem Zeitplan, überlasse ich euch natürlich. Ihr müsst wissen, wann ihr die Backups schreiben wollt, zu welchem Zeitpunkt, wie viele ihr aufbewahren wollt. Die Optionen sind flexibel. Ich drücke mal jetzt auf Apply. Meine Backup Policy wird jetzt erstellt. Hier kriege ich so eine kleine Zusammenfassung und ich kann sagen, ich möchte, dass ein Backup jetzt geschrieben wird, nachdem ich auf Finish gedrückt habe. Das mache ich jetzt und wir erstellen uns unsere erste Sicherung. Wir werden hier einmal aufgefordert, ob wir eine Lizenz installieren wollen. Wir können auf No klicken, da wir keine Lizenz haben und auch nicht brauchen. So, das Backup wird jetzt geschrieben. Ich kann das hier auf X minimieren, damit das nicht stört und kann ganz normal auf dem Gerät weiterarbeiten. Wenn ich jetzt den Fortschritt sehen möchte, reicht es, wenn ich hier auf das Icon doppelklicke in der Taskleiste und so kann ich nachverfolgen, wie weit das Backup ist und kann die Statistiken einlesen. So, das wird jetzt eine Zeit lang dauern, bis das Backup geschrieben ist und wenn es dann soweit ist, werden wir einen Notfall simulieren und werden unseren Rechner wiederherstellen direkt aus diesem Backup. Die Sicherung ist jetzt vollendet, sie ist erfolgreich durchgelaufen. Ich habe hier eine Warnung, aber das betrifft den Speicherplatz, der ein wenig zur Neige geht und ja, aber das ist in Ordnung. So, ich schließe das mal
Jetzt werden wir einen Festplattenschaden simulieren. Dazu werde ich zuerst diese VM herunterfahren. Wenn ihr die Festplatte tauscht, ihr könnt die gleiche Größe nehmen oder größer, kleiner bitte nicht. Kleiner könnt ihr theoretisch auch nehmen. Veeam würde den tatsächlich benötigten Speicherplatz auswerten und das Volume dynamisch verkleinern. Wisst ihr aber, wie groß euer Festplattenspeicherplatz war zu dem Zeitpunkt, als das Ding flöten gegangen ist oder nicht? Also besser schaut auf die ausgebaute Festplatte, vor allem da der Speicherplatz jetzt nicht so teuer ist, und schaut, dass ihr zumindest die gleiche Größe habt eurer Festplatte oder eben größer. Das Volume könnt ihr dann erweitern und den ganzen Speicherplatz dann verwenden nach der Wiederherstellung. Die virtuelle Maschine ist jetzt heruntergefahren und jetzt werden wir den Ernstfall proben und eine Wiederherstellung starten. Dazu habe ich eine neue virtuelle Maschine erstellt, die ganz leer ist, und dort werden wir das Recovery durchspielen. So, ich starte mal die virtuelle Maschine. So, die neue VM ist gestartet. Ich bin jetzt im Boot-Menü von der VM. Den USB-Stick habe ich angeschlossen und jetzt werde ich vom USB starten. So, es hat ein wenig gedauert, aber jetzt sind wir bei der Recovery-Maske angekommen. Nach dem Booten, es hat deswegen gedauert, weil die ganzen Treiber erstmal geladen werden müssen. Netzwerkkarte, Soundkarte, Grafikkarte und so weiter, Chipset. Das wird alles jetzt im Hintergrund geladen. Und deswegen hat es dann einfach ein bisschen gedauert, bis diese Maske da ist. Aber jetzt können wir mit dem Wiederherstellen starten. Wir sehen unten rechts gleich, dass das Netzwerk verbunden ist. Das ist dann deswegen, weil wir die Treiber dann mit installiert haben mit diesem Recovery-Medium. Und ich wähle hier Bare Metal Recovery. So, jetzt kann ich wählen, von wo aus ich meine Daten wiederherstellen möchte. Falls ihr auf eine externe Festplatte gesichert habt, wählt ihr hier Local Storage. Falls auf dem Netzwerklaufwerk, könnt ihr hier Network Share wählen. Ich habe auf dem Netzwerk Share gesichert und werde auch von da wiederherstellen. So, jetzt fragt er mich, welche Art von Shared Folder ich verwendet habe zum Sichern. Und da wähle ich einfach Shared Folder. Falls ihr die Veeam Backup Repository im Einsatz habt, könnt ihr das wählen. Ja, ich wähle Shared Folder, weil ich auf meine NAS gesichert habe. Mal Next. Dann gebe ich den Pfad wieder ein, so wie beim Sichern. Ich brauche wieder meine Anmeldedaten. So, nachdem wir uns authentifiziert haben, können wir dann auch die Restore Points einsehen, also die Wiederherstellungspunkte. Da ich jetzt gerade nur einmal gesichert habe, habe ich nur einen Wiederherstellungspunkt. Ihr habt hier unter Umständen mehrere, je nachdem, was ihr konfiguriert habt. Ihr könnt hier das Datum einsehen, von wann das Backup ist, und dann das entsprechende wählen, welches euch passt. So, klicken wir hier an dieser Stelle Next. Less than a day ago. Klicken wir Next. Entire Computer. System Volumes Only und Manual Restore. Ich wähle hier Entire Computer. Es kann aber sein, falls ihr eine Festplatte gewählt habt, die größer ist als jene, die ihr verwendet habt, dass ihr hier auf Manuell gehen müsst und dort die Partitionen händisch anpassen müsst. Hier könnt ihr wählen, also hier könnt ihr die Partitionen manuell mappen, Customized Disk Mapping, und ihr könnt sagen, wo die EFI-Partition ist, wo ist die C-Partition und wo ist die normalerweise vorhandene Recovery-Partition, und das könnt ihr dann anhand des verfügbaren Speicherplatzes des Volumes hier mappen. Ich muss das hier an dieser Stelle nicht machen, weil ich eben eine Festplatte gewählt habe, die genauso groß ist wie die bereits verwendete. So, Next. Wir klicken auf Restore und jetzt beginnt der Wiederherstellungsauftrag von unserer Maschine. Und sobald das erledigt ist, können wir hoffentlich Windows 11 erneut booten und finden unsere Daten so, wie wir sie hinterlassen haben zum Zeitpunkt der Sicherung. So Leute, die Wiederherstellung ist jetzt auch schon fertig. Hier können wir die einzelnen Schritte einsehen, die durchgeführt worden sind. Wenn ich jetzt auf Finish klicke, wird die Maschine neu gestartet. So, klick Yes zum Neustart. Und jetzt startet die Maschine hoffentlich gleich direkt von der Festplatte. Wenn nicht, muss ich dann eventuell noch meinen USB-Stick auswerfen. Ich habe vergessen zu erwähnen,
Wenn ihr vom USB-Stick booten möchtet, das ist jetzt leider herstellerunabhängig, ihr müsst dann entweder F2 oder F10 drücken. Hier bei mir war es F12, damit ich aus der VM mit dem USB-Stick starten kann. Das ist dann individuell und oft seht ihr das beim Startbildschirm, da steht dann F2 für Setup oder ähnliches. So, schauen wir mal. Und die Maschine bootet dann auch schon direkt nach der Wiederherstellung, ganz ohne Probleme, und das wird ermöglicht durch eben dieses Recovery Medium, wo die ganzen Treiber und Einstellungen eurer Maschine mit übernommen werden. So, jetzt muss ich kurz noch die Auflösung anpassen, damit ihr dann auch alles seht, weil das ist eine VM und die Auflösung wird hier automatisch skaliert auf das Maximum. Das ist es. So, hier kurz und knapp habt ihr jetzt gesehen, wie ihr mit Veeam Agent for Windows eure Maschine sichern könnt und vor allem auch wiederherstellen könnt. Ein Backup nutzt euch absolut gar nichts, wenn ihr es nicht mehr verwenden könnt im Ernstfall. Deswegen ist es wichtig, eine sichere Backup-Lösung zu finden, mit der ihr auch arbeiten könnt, mit der ihr im Bedarfsfall eure Maschine auch wiederherstellen könnt. Veeam ist gesagt eine bekannte Business-Backup-Lösung, die sehr erfolgreich ist. Im Business-Bereich verwenden wir das ungefähr seit 10 Jahren bei uns im Unternehmen und haben durchgehend sehr positive Erfahrungen damit gemacht, weswegen ich diese Lösung für euch empfehlen kann. Ich würde vorschlagen, ihr macht euch damit vertraut, falls ihr auf der Suche nach einer Backup-Lösung seid. Und wie gesagt, die Software ist komplett kostenlos und ihr könnt es testen und einsetzen ohne Einschränkungen. So, das wäre es für das heutige Video. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Lasst einen Kommentar da, wie euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr mich kostenlos. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ahmed für Arnatex. Tschüss.